Muss auch dazu sagen, ich wollte damals nichts mehr mit Autos machen, gar nicht mehr. Hatte dann das B1000-Projekt abgebrochen. Es ist ein sehr eigenwilliges Fahren, tatsächlich. Ja, auch mit dem Schalten. Der Wartburg, der hat ja jetzt eine Lenkradschaltung oder da ist keiner mit Knüppelschaltung. Ja, das muss man schon erstmal ein bisschen weg haben, sage ich mal, damit zu fahren. Ja, denn man muss eigentlich auch ein bisschen die Natur lesen. Ja, wenn der Berg kommt, lieber vorneweg runterschalten, bevor man zu viel Geschwindigkeit verliert. Ja. Und eben der Klang, der Zweitaktklang. Ja, das ist das, was den Wartburg gerade noch viel, viel interessanter macht wie ein Trabant. Also von seinem Klangbild her ist das einfach was ganz Eigenes. Durch die 3 Zylinder ist das was mich schon immer irgendwie, auch zu Trabantzeiten schon immer irgendwie fasziniert hat. Ja, hallo, ich bin der Richard. Ich komme aus dem Osterzgebirge und fahre einen Wartburg 353 Tourist. The authentic streetwear brand for Petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Das erste Auto war 3er Golf. Der hatte, bevor ich 18 war, schon Fahrwerk und Sportlenkrad. Tja, 2004 habe ich mit meinem Vater einen Trabi aufgebaut. Den haben wir für eine Silberhochzeit für meinen Onkel wieder fertig gemacht. Und das war 600er Trabi, den haben wir heute noch, oder der steht immer noch in der Garage. Und ja, damit fing das eigentlich an. Danach kam eine Schwalbe, dann so Feldmoped. Ja, und dann war das einfach das Erschwinglichste bei uns. Jeder hatte irgendwo was rumstehen, jeder hatte Teile, auch wenn es vieles mal die gleichen Teile waren. Ja, das war dann, hat man sich eben so ein bisschen was angesammelt, ja, und da war man bei Ostfahrzeugen Trabant hauptsächlich geblieben. Ja, und zwar habe ich zu Lehrlingszeiten mal an einem Trabant gebaut, der aber so war nicht halbes und nicht ganzes. Den habe ich dann veräußert und hatte dann das Glück, von der Feuerwehr aus Liebstadt eine Feuerwehr, einen komplett ausgestatteten Feuerwehr B1000 zu kaufen und hatte den dann angefangen umzubauen. Ja, B1000-typische Roststellen waren vorhanden. Ja, dachte man sich mit 19 los ran, oder ne, war 21. Ja, egal, los ran, probieren wir aus. Ja, dann versucht der Bleche einzuschweißen. Und dann, als ich gemerkt habe, dass die ganze Sache nach hinten losgeht, habe ich gedacht, hier brauche ich Ersatz. Und habe dann tatsächlich über eBay eine rostfreie, lackierfertige Karosse ersteigern können. Ein bisschen jünger, war schon mal eine Ersatzkarosse mit Schiebetür und allem. Und
war dann eigentlich mit dem Karossenthema fertig. Ich habe dann die alte Karosse an den Karosseriebauer nach Frankfurt verkauft. Der hat gesagt, oh Gott, hier ist alles schief drin. Ja, war halt so, man hat sich versucht. Genau. Und habe dann quasi 1 B1000 gehabt, in Teilen zu liegen gehabt. Ja, und dann brauchte ich aber noch verschiedene Sachen wie Armaturenbrett, das war in dem alten B1000 war es eingeschweißt, bei dem neuen wird es geschraubt. Ja, und dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen eine Suche, dass ich eben Bargasersatzteile suche. Und da schrieb mich jemand an, was sich dann herausstellte, dass das ein Bekannter von mir war. Der sagte, wir haben auf der Scheune noch einen halb auseinandergebauten stehen, den kannst du haben, wenn du willst. Ja, war ich angucken, habe gesagt, cool, nehme ich. Hab genau alle Teile gehabt, die ich brauchte für meinen Rest, sage ich mal. Und ja, und wie wir so ins Gespräch kamen, habe ich gesagt, habt ihr denn noch irgendwas anderes an Osttechnik? Dann haben die gesagt, ja, jetzt weiß ich, alten Wartburg haben wir noch oben auf der Scheune stehen. Ich sage, kann ich die mal angucken? Ja, da stand immer der und noch ein weißer. Ja, und dann habe ich gesagt, wenn ihr die mal irgendwann abgeben wollt, meldet euch bei mir. Nee, die geben wir nicht ab, die bleiben in Familienbesitz und das wird hier nicht. Und ich sage, irgendwann, wenn ihr mal, dann denkt an mich. Ja, und so war's. Irgendwann klingelt das Telefon, ob ich mich an die 2 Wartburgs einsehen könnte. Die brauchten meine Hilfe und haben mir quasi als Dankeschön beide Autos überlassen. Ich wusste aus der Erinnerung her, dass der blaue Tourist noch gar nicht so schlecht war. Also ich bin dort vielleicht effektiv 5 Minuten drum rumgeschlichen. Und das andere war in Überschlag Wartburg, da haben die einen Edelstahlbügel drauf geschweißt und haben damit Heu gefahren. Und ich wusste, dass eben der blaue Tourist nie verkehrt ist von der Substanz und habe beide hergeholt. Einen habe ich hier in die Werkstatt gestellt, damals war alles noch ein bisschen anders. Und den anderen habe ich als Ersatzteilspann draußen stehen gehabt. Genau, und habe dann angefangen, hier fehlte der Motor, war kein Motor mehr drin und so verschiedene Sachen. Auch überhaupt gar keine Ahnung gehabt von Wartburg. Ja, kam ja eher aus der Trabi-Schiene. Bei 1000 wusste ich schon ein bisschen was, aber so was beim Wartburg spezifisch ist, keinen Dunst. Und habe dann immer raus, rein geguckt, das kannst du brauchen, dort abgebaut, hier dran gebaut. Ja, das war 2019, im Anfang Februar, habe ich die Autos geholt, habe damals auch schon versucht mit Tieferlegen und kläglich gescheitert. Also das haute alles überhaupt nicht so hin, wie ich mir das vorstellte, weil man ja auch für die Tieferlegung nicht so unbedingt Sachen bekommen hat. Ja, dann habe ich den wieder auf Original gebaut, habe den so wie er war gewaschen, poliert, bin zum TÜV gefahren, habe TÜV drauf gemacht und bin dann 2019 mit dem Klappfix hinten dran nach Antlam gefahren. Original. Sogar eine Nacht drinnen geschlafen im Auto, war einwandfrei, hat funktioniert. Ja, dann war Ende 2019, hatte ich immer Probleme, dann lief er nicht, dann war dies und das der Tank verrostet und so. Und ja, dann habe ich angefangen an der Zündung was zu machen. Die Zündung überholt, eben neue Zündspulen rein, Elektronik umgebaut, sodass er wieder gut lief, war alles cool. Ja, dann kam Corona. Und mit Corona habe ich gesagt, es sind keine Treffen. Das Geld kannst du dir erstmal sparen und habe Trabi wie Wartburg abgemeldet. Habe die abgemeldet und hingestellt. Und der Plan war eigentlich immer schon was zu bauen draus. Eigentlich ein Originallack, so wie er von der Scheune kommt. Der sollte seine Geschichte erzählen, bloß ein bisschen tiefer, schöne Felgen. So war der Plan. Ja, dann war ich auf der Suche nach einer Hutablage. Facebook, überall habe ich gesucht und Anfragen gestellt. Dann schrieb mir ein Kumpel und sagte, hier pass mal auf, Hutablage habe ich keine, aber ich habe diese Sonderwunschsitze. Sag ich mal, umgangssprachlich Genix-Sitze genannt. Willst du die haben? Das war im Dezember 20, genau. Habe ich gesagt, gut, schick Bilder.
Hat er gemacht. Dachte, das kannst du dir nicht leisten. War finanziell einfach nicht drin. Ja, da sind wir uns aber ganz gut oder ganz schnell einig geworden. Habe ich sie geholt. Da war fahrerseitig, die Sitzbank war kaputt. Und eine Rücksitzbank für die Limousine passt in den Touristen nicht rein. Da bin ich zu meinem Sattler Peter gegangen. Ich sage, ja, kannst du was draus machen? Kannst du mir nicht aus Reststücken das wieder reparieren? Ja, geht schon irgendwie. Ja, eine Woche später klingelte mein Telefon, hier deine Sitzflächen, das wird auch nicht mehr lange gehen. Ich sag, mach neu. Dann mach's, wenn du es jetzt immer hast, mach's. Ja, so, dann konnte ich sie holen. Hab einen sehr guten Preis dafür bezahlt damals. Aus heutiger Sicht. Ja, und dann stand ich hier mit meinem Vater mit beiden Sitzen in der Hand und dann haben wir gesagt, das wird nicht. Den können wir nicht drinnen schick machen und draußen, der hatte einen Unfall auf der Seite, war eine Delle in der Türe, am Kotflügel war ein Stück rausgebrochen, das sah alles scheiße aus. Da hatte ich erst überlegt, Teil zu lackieren, dass ich so viel wie möglich vom Originallack behalte. Ja, und dann, jetzt nochmal richtig. Ja, Lackiererei angefragt aus der Nachbarschaft. Ja, wir könnten das machen, aber nicht mehr dieses Jahr. Mist. Der Plan war, ursprünglich war der Plan, meine Nichte zum Schuleingang damit zu fahren. Ja, und im Mai haben wir dann gesagt, gut, was nun? Hat man wieder einen anderen Bekannten überhören sagen. Da wusste ich, dass der Farben und Klebeband und sowas in die Tschechei zu einem Lackierer schafft. Harald, ja, ich sag, brauche eine gute Lackiererei, hab ich. Ich sag, Wartburg voll lackieren. Ich kläre das mit dem, so, und dann sagt er, jetzt muss es ganz schnell gehen. Da haben wir das in 3 Tagen, den Wartburg komplett auseinandergebaut, haben den so fertig gemacht, haben den auf einen Planspiegelanhänger verladen und dann ging es 50 Kilometer ins Nachbarland in die Tschechei zu einer Lackiererei, wo der Lackierer wirklich kein Wort Deutsch und ganz, ganz schwierig Englisch versteht und haben dem erstmal erklärt, was wir hier wollen, wie das funktioniert. Ja, ganz kleine Lackiererei, auch keine Deckenhöhe, nicht, passte gerade so in eine Spritzkabine rein, eine Mischbank, war alles ganz wild. Und ja, da hat dann mir die Farbe, also so wie er hier steht, so war er auch tatsächlich in der Scheune. Da hat mir dann die Farbe so in die Richtung gemischt, dass es wieder der Blauton ist. Ja, und dann hat er die Karosse gespritzt. Alle Anbauteile hatte ich stellenweise noch hier liegen, hatte die irgendwo verstreut bei der Oma in der Garage. Alles irgendwo mit meinem Prassel vollgestellt. Ja. Ja, der hat ja original Lenkradschaltung mit so einem ganz kleinen, dezenten, schwarzen Griff. Und mir hat das eigentlich schon immer gefallen, weil wir früher am Lilliput an der Bremse auch so einen golden eingelassenen Schaltknauf hatten. Ja, da gibt es ja auch zig verschiedene Ausführungen. Und irgendwann bin ich auf den gestoßen. Ich sag, das Ding brauchst du. Findest du absolut geil und passt da rein. Lenkrad ist tatsächlich eins vom Trabant. Ist tschechischer Herstellung, ist eigentlich so üblich in der Szene, will ich mal vorsichtig sagen. Und ich dachte mir, das ist cool, das müssen wir irgendwie so umbauen, dass das funktioniert. Mein Freund Daniel hat dann gesagt, ja, da bauen wir dir eine Narbe und dann haben wir das alles angepasst, so dass es dort rein. Also das ist auch wirklich tatsächlich noch mit Originalstoff bespannt, geht jetzt langsam auf, muss ich immer mal ein bisschen versuchen nachzunähen, aber ist komplett original, bloß sauber gemacht bis auf der Topf. Das ist ein Nachbautopf. Geplant ist jetzt noch, dass quasi ein Überrollbügel angelehnt an den damaligen Motorsport reinkommt. Den baut mein Freund Tom mir. Und genau, das ist jetzt so der nächste Step, der jetzt hier noch ansteht. Ich denke, das fügt sich ganz gut ins Bild ein. Ja, Felgen, das sind
Aber wie die meisten eigentlich wissen, sind BBS-Nachbauten. Einfach weil mir ist es nie wert, 3.000 € für einen Satz Felgen auszugeben. Ja, ganz normal 17 Zoll mit 185, 35, 17 Zoll Gummis, was so handelsüblich ist, sage ich mal. Ja, Fahrwerk, da hat mir Jesko viel geholfen. Er hat mir Tipps gegeben, was mit den Stoßdämpfern. Dann hatte ich für hinten Käferstoßdämpfer, die waren viel zu lang. Habe ich Jesko angerufen. Er sagt, nimm mal Citroën. Citroën passt wieder von Ohr zu Ohr. Das kannst du gut bauen. Ja, man fragt sich da viel durch, sage ich mal. Man sammelt bei so einem Umbau auch relativ viel Erfahrung. Das ist ganz gut. Aber man muss erstmal den Leuten, so doof wie es klingt, ziemlich auf den Sack gehen. Weil man muss viel erfragen. Und dass man dann auch erstmal einen Schritt weiterkommt. Ne? Dann hängt man vor ganz kleinen Sachen. Oh Gott, wie baust du das? Ne? Wie löst du das? Ne? Dann hast du eine Lösung und dann beim Fertigbauen, ach scheiße, geht ja doch nicht. Ne? Wasserpumpe, hat einen perfekten Platz dafür, wo die Wasserpumpe sehr schön sich integriert hatte. Ja, wollte ich einen Auspuff dran bauen? Genau, Wasserpumpe im Weg. Baust du alles nochmal um? Ach. Ja, also zum Thema Motor. Das ist tatsächlich einer aus Überbleibseln von meinem B1000. Habe ich damals verkauft, weil ich den B1000 einfach nicht fertig gebracht habe, auch finanziell nicht. Ja, und habe aber komischerweise gesagt, ja, 2 Motoren, die ein guter und einer, der beschissen aussah, die behältst du. Habe zu dem Umbau 2019, als ich den ohne Motor von der Scheune geholt habe, habe ich den optisch besseren reingebaut. Der lief komplett scheiße. Und als ich dann hier den Umbau gestartet habe und auch den Motor wieder reinbauen wollte, dachte ich mir, nee, das wird hier nicht. Ich habe einfach von dem anderen den Kopf runtergebaut und dachte, das sieht noch gut aus. Und der am beschissensten aussah, der ist es tatsächlich geworden und der läuft am besten. Also kann mich nicht beklagen. Ja, es ist immer, jetzt gerade auch die Zylinderkopfsache, das ist alles bloß eine Probe, deswegen sieht es nicht ganz so schön aus. Wo ich ihn fertig hatte, da sah schon alles eigentlich wie geleckt aus, aber hat mir nicht so richtig gefallen. Also ich bin hier noch immer ein bisschen am Probieren und noch mal ein bisschen was ändern und ist noch nicht der finale Ausbau. Ist eine Fiat-Kühlung reingekommen mit elektrischer Wasserpumpe, elektrischer Spritpumpe und so alles. Mit Spaltlüftern, also ist relativ viel elektrisch gebaut, dass es einfach ja, auch in späterer Zukunft mal wieder was zu kaufen gibt. Na, weil irgendwann ist der Wartburg mit oben liegender Wasserpumpe, ja, irgendwann ist er undichte. Und dann habe ich, bevor ich jetzt einen 312er gehabt, ein bisschen umgebaut, sodass ich kann mit einer elektrischen Wasserpumpe das Wasser umspülen in den Fiat-Kühler und funktioniert sehr gut. Kann mich nicht beklagen. Auch in Ungarn bei größter Hitze hält er seine Temperatur konstant. Also bin ich wirklich mehr als zufrieden. Bin ich aber auch bloß über einen Kumpel drauf gekommen, der auch in Wartburg umgebaut hat und wo ich wusste, dass der quasi in eine Mittelkühlermaske, also alte Optik, einen Frontkühler gebaut hat. Den habe ich auch viele Male sehr strapaziert und habe gesagt, jetzt rück mal raus, wie hast du es gebaut und wie hast du das gelöst? Und, ja. Auf jeden Fall will ich mich noch bei Leuten bedanken. Das sind ja grundsätzlich die, neben denen, die ich schon erwähnt habe, die mir immer zur Seite stehen, die immer mit hier anpacken und sagen, los, aus der Furzidee, wir probieren es, wir bauen erstmal was. Bei denen möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass ich auch immer anrufen kann und Fragen stellen kann. Ja, sehr großer Dank geht an meinen Vater, der hier in der letzten Umbauphase hier richtig mitgezogen hat, wo es auch vom Dunkel ins Dunkle ging.
wo wir hier kein Tageslicht gesehen haben. Ja, und eigentlich der größte Dank, der geht an meine Freundin, weil die mir in der Zeit, wo ich das Auto aufgebaut habe, so komplett den Rücken freigehalten hat und auch meine Laune, mal gute Laune, mal schlechte Laune, hat sie alles ausgehalten. Und ja, vielen Dank. Ja, außerdem will ich mich noch zu den erwähnten Leuten, will ich mich noch beim Tom mit bedanken, der mir auch gerade was Edelstahlschweißen, das alles so in die Richtung schiebt, dass es aussieht, als hätte man es kaufen können, als wäre es aus einem Guss. Auch wenn dort 15 Mal dran rumgeschweißt wurde, es sieht, wenn er es fertig hat, einfach so aus, als hätte man es so irgendwo bestellen können. Und das ist sehr viel wert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Liked gerne den Kanal, abonniert den Kanal und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Auto, schreibt es in die Kommentare und ich werde sie beantworten. Falsche Hand, so rum. Tschüss. Tschüss.